Seit vielen Wochen gibt es nicht viel Neues von RF4 und heute macht auf einmal und es gibt News. Also, da ploppt doch gerade was auf hier im Discord und zwar News von, erkennst du es? Von der Belaya. Und was sehen wir hier an der Belaya? Es wurden 2 Bilder geteilt. Und ich fange mal mit dem zweiten Bild an. Hier sehen wir natürlich ganz normal die Belaya, beziehungsweise, nee, auch nicht ganz normal. Werfen wir mal einen Blick ziemlich detailliert hier auf die Felsen im Hintergrund. Also, wir sehen hier im Hintergrund, ich zoome da mal ein wenig ran. Also, wir haben hier im Hintergrund wahnsinnig schöne Berge. Nicht nur so eine olle Steinwand, die vor allem ja auch super schrecklich immer im Wasser reflektiert hat, sondern ganz andere Felsen. Also, da haben wir doch schon mal den Unterschied. Das heißt, auch da hinten, warte mal, komme ich da so ein bisschen dran? Nee, nicht so richtig. Auch neben den Felsen, neben den Zelten im Hintergrund nochmal große Felsen am Ufer, Grünzeug, mehr Bäume am Ufer. Also, da hat sich doch einiges getan. Eine komplette Überarbeitung, beziehungsweise ich würde sagen, die Hauptinsel sieht immer noch aus wie vorher. Tja, und jetzt geht's halt los mit der Mutmaßung, ne? Ich würde sagen, man kommt hier rüber auf die andere Seite. Warum sonst sollte man das Foto von hier machen? Sonst hätte man es vielleicht aus der Luft machen können. Auf die Belaya. Mit den neuen Felsen. Oder. Reine Mutmaßung. Ich würde sagen, man kommt irgendwie rüber. Vielleicht einfach über diese Kajaks, die da am Ufer stehen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, ne? Dass man sich quasi ähnlich wie am Wolchow mit dieser Reise, zack, eben auf die Inseln quasi rüber teleportiert, mit dem Kanu eben rüberfährt. Oder es ist in manchen Bereichen hier vielleicht einfach flach genug, dass man rüber laufen kann. Das wäre natürlich auch schon crazy. Wir sehen hier oben in dem Bereich, im Wasser liegend, auch Felsen. Und jetzt für mich natürlich die Riesenfrage, ist es immer noch so? Ja, wahrscheinlich ist es immer noch so. Es ist immer noch diese Kurve und es ist immer noch dieser Bereich, dass es eben da hinten wahrscheinlich dann die schnellere Kurve ist ja klar. Und der innerliegende Bereich ist ja immer der etwas langsam fließendere. Also das wird nach wie vor so sein. Wir sehen ja hier auch hier vorne Grünzeug, Pflanzenbewuchs. Übrigens nicht mehr das gleiche, wie es mal war. Auch das hat sich gänzlich geändert. Das gesamte Ufer hier hat sich geändert. Wir haben ja tausende Stunden an der Belaya verbracht. Jeden Freitag, auch heute wieder, ist ja Wettangeln an der Belaya. Und das bedeutet neue Dimensionen im Wettangeln an der Belaya. Hör doch mal auf. Ja, da haben wir natürlich ein bisschen was zu tun, dass wir da dann möglicherweise auch neue Fische rausziehen. Was haben wir hier unten noch? Sehen wir noch was? Ja, wir sehen hier einfach nur komplett andere Vegetation, ne? Das, was man eben sonst auch schon sieht, wahrscheinlich alles ein bisschen neuer, ein bisschen moderner gemacht. Wurde ja auch Zeit, wurde ja auch angekündigt, schon in den letzten Q&As, schon vor einem Jahr, nee, doch, so ungefähr, dass da eben mehr auch in diese Richtung gegangen werden soll, alte Gewässer ein bisschen zu optimieren, zu erneuern. Und ich denke, das ist auch gerade jetzt, es gab ja zuletzt nochmal die Info, dass die Engine überarbeitet wurde. Wir kennen das Theater leider mit Y und Z. Also da ist jetzt quasi ja auch die neue Engine wirkt jetzt sozusagen. Hoffen wir mal, dass das dann mit dem Y und Z irgendwann auch wieder zurückgemacht wird und wieder normal läuft. Aber ansonsten sieht es einfach so aus, als ob eben auch im Hintergrund optimiert wird. Und das ist natürlich nice. Jetzt gucke ich gerade mal. Gibt es hier irgendetwas? Nee. Also es sieht tatsächlich aus, als ob das so immer noch so ähnlich ist. Wir müssen natürlich wieder neu suchen. Also ich vermute sehr wahrscheinlich, dass es jetzt nicht mehr diese klassischen Stellen gibt. Irgendwo wird sich, also wenn das Gewässer quasi neu überarbeitet wurde, einfach neu gemacht wurde, werden sich die Fische wahrscheinlich irgendwie auch noch andere Spots suchen.
Das heißt, jetzt einfach zu sagen, ich bin an der Südspitze, ich bin an der Nordspitze, zack, 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 easy peasy, ich gehe immer an die gleichen Stelle. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen neu suchen. Wahrscheinlich wird es aber auch kein riesen neues oder eine riesen neue Herausforderung werden, denn es ist halt immer noch ein Level 12 Gewässer und naja, es soll ja auch immer auch noch möglich sein, mit einem Low-Level-Account da erfolgreich was rauszuziehen. Von daher gar nicht so schlecht. Also, das sieht auch gut aus. Was mich echt am meisten freut, also Punkt 1, die Rückwand. Die Rückwand, wenn du hier mit der Pose standest, hast du nicht mal mehr deine Posen gesehen, weil das alles so krisselig war und so durcheinander von der Reflexion dann im Wasser. Wenn das jetzt so ist, schön weiträumig, flächig hier unten mit dem steinigen Bereich hier, dann ist das doch vollkommen okay. Bin ich echt gespannt, wie sich das dann in echt anfühlt und natürlich am meisten gespannt, ob man rübergehen kann. Meinst du, man kann rübergehen? Oder ist es nur eine Perspektive, dass man das anders sieht? Also, war das so gewählt, weil man rübergehen kann? Oder war es so gewählt, naja, einfach um ein schönes Bild zu machen? Das ist die große Frage. Dann würde ich sagen, gucken wir mal ins nächste Bild, oder? So, und dann zoome ich mal ein bisschen raus. Das ist das Bild. So ein schönes, naja, entspanntes Fischbild. Was sind denn das für Fische? Also wir sehen hier zum einen die aus dem 7-Jahres-Event war das, glaube ich, die Route, ne? Das ist die Leitroute. Wir sehen hier die arktische. Ist es die arktische oder ist es die ostsibirische? Es ist die ostsibirische, ne? Ostsibirische Esche? Nee, es ist die arktische. Alter, jetzt vertue ich mich gerade. Arktische oder ostsibirische? Du weißt es bestimmt besser. Und hier oben, ich habe erst gedacht, es ist eine Ripus, ist es aber nicht. Es ist ein Fältchen, weil deutlich länger. Ripus hat so diesen Knick oben und wir sehen hier einen ziemlich langgezogenen Rücken. Klar, natürlich wieder schön das enge Schuppenkleid, auch die Färbung. Ich würde sagen, ein Fältchen, was mit eingezogen ist an die Belayar. Die Frage ist natürlich, welche Fältchen. Die sehen immer sehr ähnlich aus, sehr nah beieinander. Ich denke nicht schwarzes Fältchen oder sowas, das ist ja immer noch ziemlich selten. Kuori-Fältchen, maybe, ist ja schon so ein bisschen in diesem Levelbereich, würde ich sagen. Kuori-Fältchen als Ankündigung dann vielleicht auf dem Kuori, maybe. Also das wäre vielleicht, ne, von Level 12 dann auf Level 16, dann kennt man das vielleicht schon. Konnte das schon mal vielleicht fangen und so. Also das kann ich mir gut vorstellen. Auch hier sieht man noch so ein bisschen im Hintergrund eben, wie so die Felsen sind und die andere Uferseite da drüben, finde ich, sieht man auch ganz gut, dass es eben erstmal noch ein bisschen Ufer ist. Ob man vielleicht sogar darüber gehen kann, eher unwahrscheinlich. Würde ich sagen, nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber an die Seite, das wäre wirklich interessant. Das wäre interessant. Sind die Boote anders? Könnte sein, dass die Boote auch anders sind. Nicht mehr so viele, nur noch 2. Naja, also ich glaube, das ist es. Das ist es an Infos und an News, die jetzt rausgekommen sind. Wann das Ganze kommt, Mutmaßerei. Schön wäre natürlich, dass es noch rechtzeitig zu Weihnachten kommt. Dass das jetzt dann erst in ein paar Wochen kommt. Ob das dann erst Richtung Januar kommt. Naja, ich würde sagen, warten wir es ab. Warten wir es ab. Es ist kein komplett neues Gewässer. Da wäre es ja immer so Bild, irgendwann so ein Filmchen und dann irgendwie 1, 2 Wochen, 2, 3 Wochen später das Gewässer. Es ist eine Überarbeitung, von daher würde ich sagen, vielleicht schon Weihnachten. Vielleicht Januar. Hoffen wir, dass das irgendwie alles gut läuft, dass es da keine Fehler im Game gibt, dass es alles rund läuft und dass es so schnell wie möglich rauskommt, denn dann können wir unser Wettangeln an der Belayar vielleicht mal auf eine andere Esche erweitern. Gucken wir mal, was da geht. So viel dazu. Es gibt News, das ist doch schön, es wird ein bisschen was getan am Game. Endlich gibt's was Neues. Ich freue mich drauf. Gucken wir also mal, was so geht und was wir da so rausziehen.
Daumen da lassen, Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten News auch nicht verpasst. Und dann sehen wir uns, ja, entweder heute Abend direkt beim Wettangeln. Ab 19 Uhr live auf Twitch geht's dann wieder los. Oder im nächsten Video. Petri.